Ja, da werde ich das Feuer hochbringen, können wir ja irgendwas erzählen. Also erstmal danke für 100 Abonnenten. So, hallo, grüß euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sagen mal danke für 100 Abonnenten. Das soll auch heute unser Abonnenten-Special-Video werden. Wir machen heute ein Overnighter, das haben wir euch versprochen. Karin wird ihr Biwakzelt ausprobieren, das neue, ein Mannzelt. Bin ich gespannt. Ja, ja. Und dann werden wir noch ein wenig grün bzw. ein kleines Lagerfeuer machen und dann nehme ich euch mit. Viel Spaß mit dem Video. Ohne dass ich mich einmische, ich darf halt einmal die Hauptdinge oberspannen. Ich mach's einmal auf einmal. Ich muss einmal alles aufmachen. Einmal die Hauptdinge oberspannen. Das ist ja nicht der Kagel dort rein. Das ist da einer. So, dasselbe machen wir hinten nochmal. Ja. Wieder. Warte, schau, da müssen wir es. Das wird zweimal. Da müssen wir dreimal durchschreiben. Wo das hinten, wie das da angemacht gehört, weiß ich nicht. Aber das ist wurscht, weil du hast da die Dinge. Da kannst du auf alle Fälle mal runter. Ich habe mir da vor langer Zeit einmal von Bierhard so ein Tab gekauft, Outdoors Camping Tab. Dann hat man nämlich das schon zusammengekriegt, dass ich das einfach zwischen zwei Baum spannen kann. Das muss ich anders aufspannen. Ist aber auch kein Problem. Das mache ich halt nicht mit so einer Ritschlein, sondern ich hole meine Wanderstecken. So, ich muss da jetzt definitiv ein bisschen umeinander probieren, weil ich nämlich das Tab zusammenkriege, dass ich zwischen zwei Baum aufspannen kann. Und die gehen wir da gänzlich ab. Die gibt es da nicht. Was schon mal Fakt ist, dass die Heringe ein wenig Ja, ich hilf nein, das geht's nicht. dir. Alter Schwede, habe ich das an den Knopfplatz. Das hätten wir mal. War gar nicht so einfach fürs erste Mal. Aber doch, das gefällt mir gut, das Konzept. Da kann man es nämlich immer nachspannen. Da kann man es jetzt locker lassen. Oder ich sage, ich spanne es jetzt einfach nach. Ja, was soll ich sagen? Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ich werde mir da jetzt noch eine Matten rein tun. Ja, ich habe meine. Okay. Und dann tue ich auch meine Isomatten rein und meinen Schlafsack drüber und erledigt. Soweit. So, kann nicht viel sein. Du bist schon fertig. Fest. Ja, dann hole ich mir auch noch meine Isomatten und meinen Schlafsack. Und dann ist meins auch fertig. Ich bin ja echt gespannt. Wie ich da heute schlafe. Aber ich glaube ganz gut.
Und ich werde es diesmal nicht ganz so fest aufpumpen wie letztes Mal, weil vielleicht liege ich dann ein wenig besser. Es war zu viel. Und fertig. So, Feuerholz haben wir. Vorbereitet haben wir alles zum Grün. Schauen wir mal, ob das dann was wird. Wir haben nämlich da so eine Zunderbox gekauft. Da sind so Zunder drin, so Stränge. Die sind in Paraffin getränkt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, das werden wir ausprobieren. Also viel Paraffin ist da nicht mehr drin. Also die vielleicht noch ein wenig Alter, vorne ein bisschen aufspleißen. jetzt wird es interessant. Eigentlich doch, das Ding brennt besser. Ah ja. Und ist schon wieder ausgegangen. Ich muss durchrennen. Ich werde mir selber aus Watte was machen, das habe ich schon gesehen. Faszinierend, was für Klumpen das es auf Amazon gibt. Das habe ich nur in meinen Regenjacken auch noch. Richtig faszinierend. Das ist ein Klump, das habe ich schon gesehen. Das brennt ganz kurz. Das ist ein Klumpert. Wir werden uns selber so Wachsdings herstellen. Das habe ich schon gesehen. Wie wir das bei dir probiert haben in der Küche, kannst du dich noch erinnern? Ja. Da ist das voll gut gegangen. Legen wir einfach da her. Nämlich drunter noch die nasse Kohle. Genau. So, das war's. Information. Es brennt eh schön. Mhm. Ja, da wäre das Feuer hochbrennt, können wir ja irgendwas erzählen. Mhm. Also erst mal danke für 100 Abonnenten. Dass es Nur so treu, mal, dass auch so treu bleibt. Genau, Treu seid. weil es bringt nichts, wenn man 100 Abonnenten hat und auf einmal sind 100 Abonnenten wieder weg. Weg. Ja, Auto 0815, gibt es jetzt Zeit? Seit, ich glaube, seit 28. Mai 2022. Die Frau kann sich Daten und Zahlen und Ding merken. Ja, angefangen hat es aber, glaube ich, schon im März. Ja, Da haben wir aber noch keinen Kanal gehabt. Und zwar auch eine ganz lustige Geschichte. Ich komme ja eher von, ich sitze mir oft nachts zum Computer und alles andere ist wurscht. Ich habe ja nie so einen Kontakt gehabt mit draußen wandern, obwohl ich am Land wohne. Das kommt ja, die Erfahrung habe ich schon gehabt eigentlich. Also seit Kindheit von meinem Vater her, wenn wir früher viel unterwegs waren, weil sehr viel wandern war und so und weiter. auf Titten und mit allen drum und dran. Wegen, ja. Auf alle Fälle waren Karin und ich in der Therme In Bad Schollerbach. in Bad Schollerbach und dann sitzt man so draußen auf der Liege. Liege im Außenbereich und dann
haben wir so überlegt und gesagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie nichts tun das Wochenende, bis auf das, dass ich halt bei der Country-Musik noch spiele. Aber ansonsten ja nie wirklich fortgegangen und so weiter. Und dann sind wir halt so zum Regen gekommen und ja, eigentlich war so ein wenig wandern oder wegen draußen irgendwas tun. Auch ganz cool. Und da ist gerade, ich weiß noch, nein, das war nicht im März. Vorher haben wir Seven vs. Wild, glaube ich, geschaut, die Staffel. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich war das ganz cool, so in der Richtung. Und dann haben wir gleich mal einen Haufen, sind wir Bad Schollerbach, wie wir fertig geschwommen haben, sind wir heimgefahren und haben gleich einen Haufen Zeug bestellt, angefangen von Feierstall über Schlafsäcke. Und da haben wir halt dann einfach einmal ein wenig eingekauft, haben wir uns ein Tab gekauft, haben wir sich Hängematten gekauft, haben wir sie dann haben wir uns die Unterlegmatten, die aufblasbaren Isomatten, genau, alles Mögliche auf alle Fälle. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt machen wir das einfach. Und dann sind wir das erste Mal, haben wir gesagt, ja, was tun wir jetzt dann konkret, weil es gibt ja schon viele YouTube-Kanäle, haben wir gesagt, ja, dann tun wir halt einmal ein wenig wandern, gehen wir halt ein wenig wandern. Und dann sind wir das erste Mal wandern gegangen, da haben wir aber noch nicht mitgefilmt, da habe ich mir nicht ein Fotoapparat von meiner Schwester ausgeglichen gehabt, ein paar Fotos gemacht. Ja, das war beim Egelsee. Genau, da sind wir zum Egelsee gegangen. Und dann beim Schwarzen See waren wir einmal und da haben wir auch noch keine Kamera gehabt. Da haben wir auch noch keine Kamera gehabt, richtig. Ja, wo meine Schuhe draufgegangen sind. Und dann haben wir uns doch eigentlich, es macht uns Spaß, das Wandern, das kommt mir eigentlich mit Filmen auch. Und dadurch, dass ich früher viel am Computer gesessen bin, auch schon so einen kleinen YouTube-Kanal einmal gehabt habe mit ein paar Abonnenten, was Computerspiele, Gaming anbelangt, und gesagt, naja, eigentlich kommt man es hochladen auch, weil das Filmen ist lustig, dann haben wir eine Kamera gekauft und so weiter. Und so ist eigentlich Auto 0815 entstanden. Und dann haben das erste Mal, als wir das erste Mal gefilmt haben, haben wir sie kaum reden gerade. Das war beim Wasserfall in der Lausser drinnen. Ja, das ist sehr klar, weil man da einfach schüchtern ist vor der Kamera. Ja. Aber jetzt mit der Zeit haben wir sie immer gesteigert. Ja, viel Zuspruch habe ich natürlich auch gekriegt, das ist schon klar. Dann hängt man sich ein wenig rein und so ist eigentlich unser Kanal entstanden. Und jetzt haben wir 100 Abonnenten und das ist voll geil. Da zurück weiter. Wir freuen uns drüber. Bleibt's was? Bleibt's einfach dran. Bleibt's dran. Bleibt's dran. Karin hat gesagt, bleibt's dran. Das ist eine gute Idee. Wer weiß, was Neues daherkommt in Zukunft. Genau, Kajak haben wir sich gekauft und. Jetzt machen wir ein bisschen ein Camping auch dazu, weil das haben wir gemerkt, das ist auch ganz lustig. Ein Dachzelt, da wird sich noch einiges in Zukunft auch videotechnisch geben. Tun. Ja. Und jetzt warten wir, dass wir da eine gescheite Glut zusammenbringen, dass wir da mal jetzt ein bisschen zum Kochen kommen. Ich habe da eine Alufolie auf den Grillrost, den was wir da gefunden haben, weil der hat schon ziemlich reidig ausgeschaut. Jetzt schaue ich, dass da das Holz noch ein bisschen runterbrennt, dass wir da eine schöne Glut haben. Wir haben halt Ofenkartoffeln mit, wie man da vielleicht sagt, schön in Alufolie eingepackt. Die haben wir dann einfach in die Glut rein, dann legen wir das oben drauf und da machen wir unsere Würstel. Das war mal der Plan. Das habe ich schon gesehen. Grillprofis werden mir kein. Aber nein, ich werde nie ein großer Griller werden, das kann ich.
Das kann ich dir gleich schon sagen. Das ist nicht so nice. So, liebe Leute, jetzt haben wir geesset und getrinkt. Nein, eigentlich nur geesset. Trinken damit jetzt. Wir stoßen an auf euch. Prost. Prost. Ja, war interessant. Der Grünmeister bin ich keiner. Aber gut war's. Aber gut war es auch. Jetzt werden wir den Abend ein wenig ausklingen lassen. Karin macht sich auch bitte fertig. Oman hast genug Platz, glaube ich. Dass du deine Schuhe da kannst. Du hast ja da eh Platz drinnen. So. Die Karin liegt, hat es gesagt. Ich liege auch. Gute Nacht, Karin. Gute Nacht, Stefan. Gute Nacht, YouTube. Bis morgen. So, morgen schauen wir, ob die Karin auch schon munter ist. Aufsteh, Schlafmütze. So schaut die Frau Outdoor 0815 aus. Voll zerrupft wie so ein Hen. Ja, das war's mit unserem Overnighter-Video. Wir haben die Nacht überstanden. Uns hat kein Fuchs nicht geholt, kein Wolf nicht geholt, gar nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten. Danke und Servus. Sagt Tschüss, Karin. Tschüss, Karin.